her as being a hero. Auch wenn die Israeliten eine Heldin in ihr sehen. Yeah. It was the fulfillment of Deborah's prophecy Es war eine Erfüllung der Prophetie, die Deborah hatte. for Barak's response to not willing to go by himself. Und Baraks Antwort, der nicht ohne sie gehen wollte. Yeah. So in chapter 5, In Kapitel 5 we have the Song of Deborah. gibt es Deborahs Lied. And we know that some agree that this is one of the oldest passages in the entire Hebrew Bible. Und einige stimmen überein, dass das eine der ältesten Schriftstellen in der Bibel ist. They also believe that the song was used as a covenant renewal ceremony featuring the Nazarite vow. Also es wird auch als Erneuerung des Bundes gesehen. And the poem addresses not merely what the current war with the Canaanites, Und es geht jetzt nicht unbedingt um den Krieg, der mit den Kanaanitern, der gerade da war, but also talks about Yahweh in his original covenant during the Exodus. sondern er spricht auch über Jael und den Auszug aus Ägypten. And also about the establishment of the covenant with the Lord. Und auch über die Errichtung des Bundes mit dem Herrn. Yeah. The song of Deborah is taken as a form of a song of a hero, like a heroic song. Das Lied Deborahs wird als Lied eines Helden dargestellt. And we see a parallelism being made in the song. Und wir sehen hier einen Parallelismus drin. So the first, let me see. In this song, she uses this language that the Yahweh is the one fighting the battles. Also in diesem Lied wird die Sprache so gewählt, dass Gott, also Yahweh, derjenige war, der gekämpft hat. That Yahweh is the one that goes before his people and fights against the Canaanites. Dass Yahweh derjenige war, der vor dem Volk herzog und gegen die Feinde gekämpft hat. Yeah. I'm trying to see what they're about. Yeah. So we have the fourth cycle Jetzt kommen wir zum 4. Kreislauf, in chapter 6 Kapitel 6. until verse 8. Until chapter 8, sorry. Bis Kapitel 8. Now is the Gideon. Jetzt geht es um Gideon als Richter. Probably is a story well known to some of you, Einige von euch kennen die Geschichte bestimmt. especially Sunday school and all these things. Vor allem von Kinderstunde And children's book and yeah, like sense of it. und der Kinderbibel und so weiter. Yeah. So the story starts Die Geschichte fängt so an, again with the cycle. wieder mit dem Kreislauf. And Israelite broke faith with the Lord, Die Israeliten haben nicht mehr an Gott geglaubt and they were given to the hands of the Midianites. und sie wurden in die Hände der Midianiter ausgeliefert. Yeah. And we see throughout the history of Israel, even during the time of Moses, that they had problems with the Midianites. Wir sehen schon durch die Geschichte hindurch, dass sie Probleme hatten mit den Midianitern. In verse 25, we have the people of Israel having a problem with the Midianite woman In 4. Mose 25 sehen wir, wie sie Probleme mit den midianitischen Frauen hatten, that engaged in pagan fertility, that led the people to engage in pagan fertility, right? denn sie haben heidnischen Götzen nachgefolgt. So since then, they have this hostility between Midianites and Israelites. Und von da an gab es diese Feindschaft zwischen Israeliten und Midianitern. Yeah. So now we have Gideon fighting the final conflict between Midianites and Israel. Und hier ist Gideon jetzt im letzten Kampf zwischen den Israeliten und den Midianitern. Okay. Do you have questions? Habt ihr Fragen? So we see that the Midianites were not visioning a territorial expansion. Wir können sehen, dass die Midianiter nicht
in einem bestimmten Gebiet regiert haben. But they're actually trying to steal the crops and the animals from the Israelites. Also was sie tun wollten, war das Getreide und die Tiere der Israeliten zu stehlen. And the Israelites were suffering because of that. Und die Israeliten haben deswegen gelitten. So they called upon the Lord for Also deliverance. haben sie Gott angerufen und gebeten. And then in verse 7 to 10, In den Versen 7 bis 10 the Lord sent a prophet. hat Gott einen Propheten geschickt. It's the second prophet that appears in the book of Judges. Das ist der zweite Prophet, der im Buch der Richter vorkommt. And in verse 11, Vers 11, chapter 6, verse 11, Kapitel 6, Vers 11. we have the angel of the Lord appearing to Gideon. Da kommt der Engel des Herrn zu Gideon. And the angel of the Lord calls Gideon a mighty warrior. Und der Engel des Herrn nennt Gideon einen mächtigen Krieger. And if you remember the actions and the responses of Gideon, you see that he was not that mighty. Aber wenn ihr Gideons Leben anschaut und seine Taten, dann seht ihr, dass er nicht so stark war. And that took a lot of effort to convince Gideon to lead the people of Israel into battle. Und dass es viel Mühe gebraucht hat, um Gideon zu überzeugen, wirklich in den Kampf zu ziehen. Yeah. So Gideon confronted this figure, Gideon hat mit dem Engel gesprochen arguing that if the Lord was with the Israelites, why they were suffering. und er hat gesagt, wenn Gott mit den Israeliten ist, warum müssen sie dann leiden? And I think this shows how the people of Israelites were not understanding what was their situation. Und ich glaube, die Israeliten haben einfach nicht verstanden, in welcher Situation sie gerade sind. Because probably the law was not being taught to the people. Denn möglicherweise haben die Leute nicht mehr von dem Gesetz gehört. So probably they don't really knew what was right and what was wrong, so they couldn't realize that their mistakes. Also wussten sie wahrscheinlich nicht, was richtig und falsch ist und haben ihre Fehler nicht erkannt. And you're going to see that in different books of the Old Testament. Und das werdet ihr auch noch in anderen Büchern des Alten Testamentes lesen. You're going to see even that the book of the law will disappear. Ihr werdet auch sehen, dass das Gesetzesbuch verschwinden wird. And suddenly they will find, oh, we found the book of the law that was lost for so long. Und plötzlich haben sie es wieder gefunden. Oh, das Buch war verloren, jetzt ist es wieder da. And when they read it, oh, we are doing everything wrong. Und als sie es gelesen haben, haben sie erkannt, oh, wir machen alles falsch. So, probably the Israelites was in this situation now. They couldn't realize that they're so into sin Und die Israeliten waren wahrscheinlich gerade in dieser Situation, dass sie ihre Sünde nicht erkannt haben. because they didn't know what they were doing, if it was right or wrong. Denn sie haben nicht gewusst, ob das, was sie tun, falsch oder richtig war. So the angel of the Lord again didn't answer his question. I love when God does that. We ask and he doesn't answer what we ask. Also der Engel des Herrn hat die Frage nicht beantwortet und ich liebe das, wenn Gott unsere But Fragen he nicht simply beantwortet, commanded him to go and be this deliverer to Israel. sondern er hat ihm befohlen, sei der Befreier Israels. So Gideon asked for a sign, Also hat Gideon um ein Zeichen gebeten and a sign was given. und er hat es bekommen. And then we see that Gideon's father had a pagan shrine. Wir können lesen, dass Gideons Vater einen heidnischen Schrein hatte So it's clear that his family was totally involved in pagan worship. und deshalb wissen wir, dass seine Familie im Götzendienst involviert war. And the entire Israel was in this syncretism, mixing Yahweh and the other gods. Und ganz Israel hat diese verschiedenen Götzen angebetet, nicht nur Gott, sondern auch die anderen Götzen. And we see Gideon constantly asking for a sign. Und Gideon fragt immer wieder nach diesem Zeichen. And this shows me, in my opinion, it reveals how he was afraid Und mir zeigt das, wie sehr er Angst hatte, and to do what God was commanding him to do. wie er Angst davor hatte, das zu tun, was Gott ihm befohlen hat. And and I can see that in my life. Und das sehe ich auch bei mir in meinem Leben. When God asks me to do something, I'm like, God, give me a sign. Wenn Gott mich um was bittet, dann sage ich, Gott, gib mir ein Zeichen. But he already gave me 10,000 signs, and I'm still asking, God, give me a sign. Aber er hat mir schon 10.000 Anzeichen gegeben und ich frage immer noch um ein neues Zeichen. And then he does it, and I'm like, just one more, just to make sure that it's not my understanding, but it's truly you. Aber bitte gib mir noch eins, damit ich sicher sein kann, dass es nicht mein eigener Verstand ist, sondern dass es wirklich du bist. Yeah. But we are called to
walk in disobedience that don't argue, right? Aber wir sollen in Gehorsam gehen und wir sollen dann nicht mit Gott verhandeln. But we are broken, so we argue and we ask for signs. 10,000 signs. Aber wir sind zerbrochen und so bitten wir immer wieder neu um Zeichen. Okay, so we see that through this we see that he was not exactly a mighty warrior, Und in dem sehen wir, dass er nicht wirklich ein tapferer Held war, but that the Lord was the one empowering him to go against their enemies. aber dass Gott derjenige war, der ihm die Macht gegeben hat, um gegen die Feinde zu kämpfen. And I think we can learn a lot from Gideon from that, like, we are not strong enough to do anything Und wir können da that sehr God viel von requires from us. Gideon lernen, nämlich dass wir nicht stark genug sind, irgendwas zu tun, worum Gott uns bittet. But if God calls us to fulfill a specific purpose, Aber wenn Gott uns dazu aufruft, einem bestimmten Ziel nachzukommen, he is the one that's going to work through us to that purpose to be accomplished. dann ist er derjenige, der uns hilft, dieses Ziel zu erreichen. And I think this is what Jesus does for us now. He is the one that enables us to do what the Lord requires us to do. Und ich glaube, das ist das, was Jesus für uns tut, dass er uns ermöglicht, das zu tun, worum Gott uns bittet. Okay. So this, I think the author is trying to show that the victory against the Midianites was not by human strength, but was God's power. Also was ich denke, dass der Autor hier zeigen möchte, ist, dass der Kampf gegen die Midianiter nicht aus menschlicher Kraft erfolgreich besiegt werden konnte. So we see that they fought against the Midianites and they succeeded. Sie haben also gegen die Midianiter gekämpft und haben gesiegt. They pursued the Midianites until Sukkot. Sie haben die Midianiter unterdrückt bis nach Sukkot. And when they reached Sukkot, they were tired and hungry. Und als sie in Sukkot ankamen, waren sie müde und hungrig. But the people didn't help them. They didn't offer anything to them. Aber die Leute haben ihnen nichts angeboten, sie haben ihnen nicht geholfen. And the people of Peniel as well. Und die Leute von Pedia auch. So we see in chapter 8 that Gideon, because of this, he comes against these two cities. Und in Kapitel 8 können wir sehen, wie Gideon gegen diese zwei Städte kämpft. Because they were not hospitable to him. Oder wie er gegen die vorgeht, denn die waren nicht gastfreundlich. And it's clear that he broke the boundaries here. Und es ist klar, dass er hier die Grenzen... He tried to do by his own strength and not according to the Lord. Also er ist hier zu weit gegangen und er hat es aus eigener Kraft versucht und hat nicht auf Gott gehorcht. Yeah. We have 2 minutes? Wir haben noch 2 Minuten. Okay. Question? Fragen? We see that after Gideon was successful, Wir sehen, nachdem Gideon erfolgreich war, the Israelites offered him the kingship haben die Israeliten ihm angeboten, ihn zum König zu machen. and said that no, through you we're gonna have a dynasty. Und sie haben gesagt, durch dich werden wir jetzt das Königreich haben. And your son gonna rule after you. Dein Sohn wird nach dir Herrscher werden. And he refuses. Und er möchte das nicht. But we should analyze and think if his refusal was genuine or not. Und wir sollten da genauer hinschauen und wirklich fragen, warum er das nicht wollte. Because we see that he had many wives, Wir können dann sehen, dass er viele Frauen hatte. a practice that was common among the prominent leaders. Das war was Normales unter den VIPs. The name of his son means my father is king. Abimelech means my father is king. Der Name des Sohnes hieß Amalek, mein Vater ist König. And it's a very suggestive name. Und es ist ein Name, der viel aussagt. He also used the spoils from war to make an effort. Er hat auch andere Materialien benutzt, um ein Ephod zu machen. Ephod was a priestly vestment that is a symbol of authority. Und es war ein Priesterschutz und war ein Zeichen für Autorität. So, did he really refuse it? Or he was still like leading the people but not with the title of king? Also hat er es wirklich nicht gewollt oder hat er einfach das Volk nicht geleitet und hatte diesen Titel nicht. And we see that this effort that he made it led the people into pagan practices.
Und wir sehen, dass den Priesterschutz, den er hergestellt hat, die Leute zum Ungehorsam Gott gegenüber geführt haben. And after his death, his son tried everything to become king. Und später hat sein Sohn alles versucht, damit er König He werden killed konnte. all his brothers except one. Er hat alle seine Brüder getötet, außer einem. And according to the language, it probably seems that he actually offered his brothers to Baal. Und wenn wir die Sprache beachten, sehen wir, dass er wahrscheinlich sogar seine Brüder Baal geopfert hat. Because it says that he killed on top of on the stone. Denn wir sehen, dass er sie auf einem Altar geopfert hat. But we say that Abimelech died with a woman throwing a millstone on his head. Und wir können sehen, dass Amalek gestorben ist Millstone. auf von einem Mühlstein. So he fractured his skull, Also der Mühlstein wurde von der Frau geworfen und hat seinen Kopf and zerstört. because he didn't want to know I died because of a woman, he asked his armor bearer to just finish killing me. Und wenn er nicht von der Frau umgebracht werden wollte, hat er zu seinem Waffenträger ihn gebeten, dass er ihn umbringt. Because for him it was a shame to be killed by a woman. Denn für ihn war es eine Schande, von der Frau umgebracht zu werden. Yes. So break, and then we come back with the judgmentship of people. Okay, lass uns Pause machen und dann kommen wir zurück zu dem Bericht von Ruhe. Thank you.